Die Bundesliga im März startet mit Freiburg gegen Bayern, die natürlich jetzt die allerletzte Chance suchen, doch noch irgendwie deutscher Meister zu werden. Ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, dass die Leverkusener noch einholen. Das ist eine andere Situation als im letzten Jahr, als sie gegen den BVB das doch noch aufgeholt haben. Ich glaube, dass die Leverkusener als erstens zu stark sein werden. Ich glaube auch nicht, dass die Bayern jetzt alle restlichen Spiele gewinnen werden. Das müssten sie ja erstmal machen. In Freiburg würde ich da deswegen mal ein 1:1 tippen, weil die Freiburger auch zu Hause stark sind, in Augsburg jetzt verloren haben, aber Bayern zu Hause, das ist immer was Besonderes, da will man immer die beste Leistung zeigen und da wird auch meistens die beste Leistung gezeigt von einigen Teams und von daher, ja, Freiburg-Bayern waren 1:1, bisschen gegen den Strom geschwommen. Am Samstag hat unter anderem Union gegen Dortmund, wird auch eine spannende Partie, gerade für Dortmund, die eine Reaktion zeigen müssen, natürlich auf die Hoffenheim-Niederlage, was da auch wieder abgelaufen ist, was sich da für Fehler gehäuft haben teilweise und Hoffenheim hat einfach 2-3 Mal gut gekontert und haben dann halt ihre Chancen gemacht und souverän genutzt. Union zu Hause, ein bisschen stabiler jetzt unter dem neuen Trainer. Ich glaube aber, dass Dortmund das ganz knapp gewinnen würde. Ich mache mal ein 2:1, ja, vorsichtig Ergebnis wieder, wegen der Differenz kriegt man ja auch ein paar Punkte. Und jetzt gucken wir mal, ob Dortmund da noch tatsächlich bei Union gewinnt. Mainz gegen Gladbach ist halt auch ein Duell um den Klassenerhalt. Hätte ich gar nicht gedacht vor der Saison, vor allem die Gladbacher, dass die da unten nochmal mit reinrutschen. Die müssen halt auch höllisch aufpassen. Ein paar Punkte Vorsprung haben sie noch, aber irgendwann, wenn die anderen von unten gewinnen und Gladbach nicht, sind die anderen halt da. Und Mainz, tja, das ist auch so eine Wundertüte. Da weiß ich auch nicht immer, was ich da tippen soll. Für Mainz, gegen Mainz. Vor allem die Quote ist für Mainz, 1,98. Gladbacher Sieg 3,60. Also denen wird nicht so viel zugetraut, höchstens ein Remis. Ja, ist auch eine gute Quote. Aber gehe ich da auch mal mit einem Mainzer Sieg? Warum nicht? Also die haben sich gesteigert, die haben in Leverkusen auch nur knapp verloren. Also auch nur durch einen Torwartfehler, also hätten sie da auch einen Punkt mitnehmen müssen, vielleicht auch gewinnen. Weiß ich nicht. Dann holen sie den Sieg halt zu Hause gegen Gladbach, dann mache ich mal ein 2:0. Wahrscheinlich ist das beste Spiel von Gladbach und die gewinnen da 3:0. Ich weiß es doch nicht, keine Ahnung. Also mein Tipp, Mainz, Gladbach 2:0. Bochum zu Hause gegen Leipzig, traditionell sind die ja eigentlich sehr, sehr heimstark in der Saison. Nicht nur, dass sie die Bayern geschlagen haben, dass sie gegen Dortmund zu Hause einen Punkt geholt haben. Ich glaube am zweiten Spieltag oder so. Die haben auch gegen Leipzig in den letzten Jahren eigentlich immer, ja, gut ausgesehen. Ergebnistechnisch weiß ich es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube im Hinspiel haben die doch ein 0:0 geholt, ne? Die haben sie sich auch nur hinten reingestellt, aber ist auch legitim. Und hier gehe ich auch wieder ein bisschen, ja, glaube ich, nicht mit der Masse mit, sondern ich würde mal Bochum auf Sieg tippen. Nicht nur, weil ich es mir wünschen würde, sondern weil ich die Bochumer halt auch sehr, sehr heimstark einschätze. Die haben die meisten Punkte zu Hause geholt und egal wer da jetzt kommt, die spielen immer nach vorne. Die spielen sehr, sehr physisch betont. Von daher mache ich immer ein knappes 1:0. Ich glaube aber, dass Leipzig das ganz sicher 3-4-0 macht. Also klar, die haben jetzt in München verloren, auch nur knapp, haben da auch gut mitgespielt. Die Argumente sprechen eigentlich für Leipzig. Da spricht so ein bisschen die Hoffnung raus, dass Bochum doch den Leipzigern zumindest einen Punkt abknüpfen kann. Aber ich mache es mal ganz extrem, ich tippe so mal 1:0 auf Sieg. Dann haben wir Heidenheim gegen die Eintracht, die in der letzten Zeit, wie gesagt, keine glückliche Figur leider abgibt. Ich tippe sie trotzdem wie immer auf Sieg, ja. Mein Verein, meine Truppe, die tippt man immer auf Sieg. Ich liebe den Verein, bin treu, verkaufe meine Playstation dafür, um irgendein Ticket zu holen und so weiter und so fort. Also die Eintracht, das ist eine sehr, sehr große Wundertüte. Es ist ja nicht alles schlecht. Es gibt auch Spiele, die waren wirklich okay, aber es ist kein Hurra-Fußball. Es ist sehr einschlafender Fußball, teilweise viel Ballbesitz. Nochmal, ich habe nichts gegen Ballbesitzfußball, aber das ist auch viel mehr als immer nur hinten rumspielen. Auch mal das Risiko nach vorne suchen, die Tiefe jetzt mit Mamouche, Shaibi, Hugo Ekitike hat mir zum Beispiel richtig gut gefallen gegen Wolfsburg. Der hatte halt nach 60, 70 Minuten schon Krämpfe. Klar, wenn du fast die ganze Hinrunde nicht spielst. Und Heidenheim ist halt auch, das wird echt schwer. Also Heidenheim, die haben mich wirklich sehr, sehr überzeugt in der Bundesliga. Die haben überall relativ gut mitgespielt. Die waren in keinem Spiel, ich weiß nicht, wie das gegen Bayern war, waren sie wirklich unterlegen. Also wo man wirklich einen Zwei-Klassen-Unterschied gemerkt hat. Die sind ein stabiler Erstligist und ich glaube, wie gesagt, dass sie den Klassenerhalt sicher schaffen. Und ich hoffe auf einen Sieg, egal ob mal 1:0 oder 2:1, ganz dreckig. Ich kann es mir aber nicht vorstellen bei der Eintracht, bei dem Fußball, den sie momentan spielen. Aber wie jede Woche lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und ich hoffe einfach auf 3 Punkte in Heidenheim. Darmstadt gegen Augsburg, das wäre eigentlich auch so ein typisches Abstiegsduell gewesen vor der Saison. Die Augsburger haben sich da unten, wie gesagt, rausgearbeitet mit dem neuen Trainer. Ja, und Darmstadt, die haben natürlich in Bremen, ja, also ich wäre mir so ein bisschen verarscht vorgekommen als Darmstadt-Fan. Gut, zumindest das zweite Tor, wo dann der Stürmer den Ball ja an die Hand kriegt. Regeltechnisch ist es richtig, dass es abpfeift, aber wie Thorsten Lieberknecht schon gesagt hat, er würde gerne denjenigen, der die Regel erfunden hat, gerne mal kennenlernen persönlich. Ist natürlich ein bisschen unglücklich, ne? Aber das hast du halt auch, wenn du unten drinne stehst. Hätten sie vielleicht ein bisschen weiter oben gestanden, hätte er den Ball vielleicht auch gegen das Knie bekommen und er wäre allein aufs leere Tor zugelaufen.
Aber ich würde auch hier mal ein bisschen gegen den Strom schwimmen und würde auch Darmstadt mal wieder auf Sieg tippen, genauso wie ich Bochum auf Sieg getippt habe und Freiburg auch auf Unentschieden. Das ja, sind sehr, sehr riskante Tipps, aber gut, no risk, no fun. Ich tippe ja auch mal ein knappes 1:0 für Darmstadt, zumindest zu Hause, dass sie mal wieder ein bisschen Hoffnung bekommen, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen, aber ich glaube, gerade für Darmstadt wird das sehr, sehr schwer. Am Abend dann das Topspiel Wolfsburg gegen Stuttgart. Ja, die Wolfsburger ähnlich wie die Eintracht, die kommen auch nicht so richtig aus dem Quark. Stehen halt auch weiter unten in der Tabelle. Ich glaube, absteigen werden sie nicht. Dazu sind die anderen Mannschaften einfach zu schwach. Aber irgendwann muss halt auch mal wieder ein Sieg kehren. Warum jetzt nicht ausgerechnet gegen den VfB? Ich habe ja schon ein paar riskante Tipps gemacht, ob ich da zumindest mal ein Unentschieden mache. Oder ob die Stuttgarter ihre Masterclass zeigen von der Saison und halt auch in Wolfsburg gewinnen. Das ist die Frage. Da stehe ich so ein bisschen dazwischen gerade. Ich tippe mal ein Unentschieden. Ich mache mal ein 2:2. Riecht schon nach sehr, sehr vielen Toren. Bei Wolfsburg weiß man nicht. Die haben halt gegen Frankfurt auch richtig gut gespielt. Haben es halt verpasst, das bis zum Schlusspfiff durchzuziehen. Gott sei Dank hat Mamouche noch den Ausgleich gemacht. Aber gut, ich hoffe auf ein gutes Spiel. Wolfsburg-Stuttgart 2:2 würde dann bedeuten, dass ich 4 Punkte bekomme. Am Sonntag dann rheinisches Derby, der 1. FC Köln gegen Leverkusen. Ja, einen besseren Zeitpunkt als die Leverkusener die erste Niederlage zuzufügen gibt es eigentlich gar nicht. Aus der Sicht der Kölner, die halt auch noch Hoffnung haben und Hoffnung schöpfen dürfen. Sind momentan, glaube ich, 16. Haben ein paar Punkte auf Mainz Vorsprung, haben aber auch ein paar Punkte Rückstand auf Platz 15. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, das ist das perfekte Spiel, um nochmal eine Euphorie zu entfachen. Ich glaube, dass die Fans den Spielern da nochmal ein bisschen einheizen werden. Wobei ich aber auch sagen muss, dass Leverkusen auf der anderen Seite spielerisch halt auch überlegen ist. Aber die haben gegen Mainz ihre Probleme gehabt, haben aber trotzdem gewonnen. Und das ist halt auch so ein Indiz dafür, wenn du so Spiele gewinnst, dann wirst du halt auch einfach Meister. Zahle ich auch wieder 3 Euro ins Phrasenschwein. Deswegen glaube ich, das wird eine spannende Partie. Für Leverkusen, glaube ich, ziemlich haarig, ziemlich knifflig. Aber am Ende, glaube ich, gewinnen sie mit 3:1. Ich glaube, dass das lange Zeit sehr offen sein könnte, je nachdem, wie es halt steht. Die Kölner dann am Ende aufmachen müssen und Leverkusen dann noch einen Konter setzt und dann halt zum 3:1. Wäre meine Idealvorstellung. Würde auch wieder 4 Punkte geben. Schauen wir mal, was wird. Und zum Abschluss dann Hoffenheim gegen Bremen. Eine Partie zwischen zwei Mannschaften aus dem Mittelfeld nicht. Bremen ist halt auch oben mit dabei, Hoffenheim auch. Also sie hätten Chancen, sich auch fürs internationale Geschäft zu qualifizieren, weil durch die besondere Konstellation, dass wir ja eventuell noch einen 5. Champions League Startplatz bekommen, wenn mit Abschluss der Europacup-Saison Deutschland auf Platz 2 steht in dieser 5-Jahres-Wertung. Zurzeit sind sie Zweiter, Italien ist auf der 1. Würden wir noch einen 5. Champions League-Platz bekommen. Das heißt, dass die ganzen anderen Plätze quasi ein nach unten gehen. Wenn Leverkusen dann auch noch Pokalsieger wird und Meister gleichzeitig, würden sie ja Champions League spielen. Das heißt, der Europa League-Platz würde Platz 6 bedeuten oder 7 und der Conference League-Platz würde dann Platz 8 bedeuten. Also im Prinzip könnte die halbe Liga nächstes Jahr europäisch spielen. Deswegen spekuliere ich bei der Eintracht auch drauf, dass die das irgendwie noch hinkriegen, zumindest halt Sechster zu werden. Das würde dann Europa League bedeuten, glaube ich. Naja, also zurück zum Spiel Hoffenheim-Bremen. Da würde ich Hoffenheim auf Sieg tippen mit 2:0. Ich schätze die spielerisch, die haben in Dortmund richtig gut gespielt, haben gut ihre Chancen verwertet, ihre Tore rausgespielt und genau, deswegen tippe ich 2:0 für Hoffenheim. Ich speichere meine Tipps, dann gucken wir natürlich wie immer auf die Gesamtübersicht. Da ist es natürlich auch immer noch sehr, sehr spannend an der Spitze mit Hegebusch, Stöckinho, die Altbekannten, Paul, Exdex, Levin. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer am Ende auf Platz 1 sein wird. Ich denke, die Bonustipps, die könnten am Ende auch den entscheidenden Unterschied machen. Ich bin ja immer noch 10. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Also, wenn ich immer unter die ersten 10 komme bei meinem Tippspiel, bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich scroll mal runter. Ihr sucht euch. Ihr macht bitte noch eure Tipps. Und dann wünsche ich euch wie immer viel Glück für eure Tipps, für eure Mannschaften. Und dann geht's weiter nächste Woche mit Spieltag Nummer 25. Und dann läuten wir schon so langsam das Saisonfinale ein. Also, macht's gut und ciao.